Wallfahrten ins Heilige Land waren für Christen ein zentraler Bestandteil ihres Glaubens. Und 1009 werden die Wallfahrer von einer schrecklichen Katastrophe heimgesucht. Und das ist die Eroberung von Jerusalem, die Zerstörung der Grabeskirche, wenn Sie so wollen, des heiligsten Ortes der Christenheit. Diese Zerstörung 1009 geschah durch die Moslems, durch Al-Hakim, und es war natürlich das Ziel der Christen, diese Wallfahrten wieder aufnehmen zu können. Im folgenden Jahrhundert waren sie mehr oder weniger drangsaliert, es war mehr oder weniger einfach, Jerusalem zu erreichen. Schließlich rief Papst Urban II. In Clermont 1095 zum großen Feldzug auf, dem sich enthusiastisch viele Adlige, aber auch viele einfache Ritter anschlossen. Und es kam zum Kreuzzug, zur Eroberung von Akkon 1098 und schließlich 1099 im Juli zur Eroberung von Jerusalem. Das war alles andere als selbstverständlich. Schließlich nahmen an der Eroberung von Jerusalem nur mehr ca. 1500 Ritter teil, von ehemals 7000 aufgebrochenen Ritter, und von 20.000 Fußsoldaten und Fußkämpfern waren vielleicht nur noch 12.000 im Einsatz. Das war eine sehr überschaubare Truppe angesichts der gut verteidigten Stadt Jerusalem, zumal die Kreuzfahrer Mangel an Nahrung und vor allem Mangel an Wasser hatten. Das heißt, es war vollkommen klar, dass man das Ganze nicht mehr lange durchhalten kann. Und deshalb gab es nun die verschiedensten Vorschläge und Ideen. Es war klar, dass man eigentlich gescheitert war und abziehen musste. Ein Priester hatte die Idee, er hätte die heilige Lanze gefunden. Er unterzog sich einer Feuerprobe und starb einige Tage später. Man nahm daran nicht an, dass die Lanze heilig war. Aber Desiderius, ein anderer Priester, hatte eine Vision. Man müsse nur barfuß demütig um die Stadt Jerusalem pilgern und büßend laufen. Dann würde man 9 Tage später die Stadt erobern. Das würde dann schließlich gemacht. Unter natürlich den hohen Rufen der Verteidiger, die überhaupt nicht verstanden, was dort vor sich ging und die sich sicher wähnten. Dann aber kamen aus Jaffa Schiffe mit Holz aus Samaria, und mit diesem Holz wurden Belagerungstürme gebaut, und einer der Belagerungstürme erreichte noch im Juli, die anderen wurden durch Gräben verhindert, praktisch die Stadtmauern. Die Stadtmauern konnten überraschend und unerwartet für die muslimischen Belagerer gestürmt werden. Die Stadt Jerusalem wurde erobert, die meisten reisten dann zurück nach Europa, das Ziel war ja erreicht. Gottfried wurde nun Herrscher von Jerusalem und das Königreich Jerusalem wurde etabliert. Die heiligen Stätten waren wieder in der Hand des Christentums, und selbstverständlich haben wir Reste aus dieser Zeit und Zeugnisse dieser Zeit natürlich auch bei uns. Wir sehen hier ein typisches, einfaches Schwert eines einfachen Kämpfers, keines adligen Ritters. Und es sind ganz andere Schwerter, als die wir später sahen, die langen Schwerter, die panzerbrechend waren. Das waren kurze Schwerter, die vor allem eins waren: das Schwert an und für sich war schon das lateinische Kreuz. Der Querbalken, das Schwert hochgehoben, zeigten die Kreuzesform. Damit war das Schwert schon automatisch eine Waffe Gottes. Der Helm hier, den wir hier sehen, das ist der Helm etwa eines Unteroffiziers, also keine besonders hochgestellte Persönlichkeit. Die Helme waren einfache Huthelme, die aber sehr praktisch gestaltet waren, weil sie zum Beispiel bei Belagerungen Wurfgeschosse von oben optimal ableiteten. Und so etwas brauchte man ja nun bei der Eroberung von Jerusalem. Menschen mit diesen Waffen haben sicherlich an den Kreuzzügen teilgenommen, und die Menschen zeigten natürlich und stellten natürlich die Kreuzzüge in zahlreichen und ihr ritterliches Leben in zahlreichen Miniaturen dar, seien es kleine Umhängekreuze, seien es Zinnfiguren, die das Ritterideal bildlich verewigten. Ein ganz besonderes Relikt der Kreuzzüge, das aber mit den höchsten
Protagonisten zusammenhängt, ist der Zauberring von Pausnitz, der nur denkbar ist im höchsten adligen ritterlichen Umfeld, in einer gemacht von einer hochgebildeten Person, die natürlich direkt mit dem tiefen Glauben der Kreuzfahrer zusammenhängt. Und diesen Zauberring von Pausnitz, der vielleicht für Ringe wie die Ringe vom Herrn der Ringe das Vorbild war, diesen Zauberring von Pausnitz wollen wir uns erst ansehen.